Eigentlich wollte ich für dieses Top tatsächlich gar keine Anleitung rausbringen. Das war nämlich jetzt einfach mal nur so ein Nebenbei-Projekt für mich, weil das nämlich auch super simpel ist und man das total schön mindless häkeln kann. Aber seit ich euch das in meinem letzten Strick-Podcast und auf Instagram gezeigt habe, bekomme ich so viele Nachrichten, dass ihr dafür eine Anleitung möchtet. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich zumindest ein kleines Kurztutorial euch heute zeige, wie man das ganz einfach nachmachen kann. Also bedeutet für alle, die sich mit Häkeln gut auskennen, die können das dann nachmachen. Es ist aber keine komplette, vollständige Anleitung, so wie ihr das normalerweise von mir gewohnt seid, wo wir wirklich alles Schritt für Schritt durchgehen, sondern das ist jetzt wirklich eine Kurzanleitung, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Als erstes zeige ich euch mal das Garn, mit dem ich das Ganze hier gehäkelt habe. Das ist nämlich die Vaja von Langjahns. Die kennt ihr bestimmt schon von meinen Designs. Die habe ich nämlich zum Beispiel auch beim Top Java verwendet. Das ist ein ganz tolles Häkeltop. Und wenn ihr lieber eine ausführliche Anleitung haben wollt mit ganz vielen Videos und so weiter, dann könnt ihr hier mal vorbeischauen. Das verlinke ich euch mal hier. Das ist wirklich eine tolle Anleitung, die sehr ausführlich ist, bei der nichts schief gehen kann und ihr vor allem nichts selber berechnen müsst. Aber heute, zeige ich euch das Mesh-Top, das ihr selber berechnen müsst. Und ich finde, diese Wolle ist perfekt dafür geeignet, weil sie aus 74% Baumwolle, 16% Merino und 10% Jack ist. Also ein sehr schönes, leichtes und vor allem auch sehr ergiebiges Garn. Wir haben nämlich bei 50 Gramm 200 Meter und ich kann euch schon mal verraten, dass ich für das komplette Mesh-Top hier, es ist ja so ein Crop-Top, nur ein Knoll gebraucht habe und ich trage Größe S. Außerdem braucht ihr natürlich eine Häkelnadel. In meinem Fall habe ich jetzt hier eine 3 mm Häkelnadel. Ich häkel aber auch relativ locker. Heißt, wenn ihr jetzt wirklich sehr fest häkelt, dann empfehle ich euch eher eine 3,5 mm Nadel. Und außerdem, vielleicht könnt ihr es erkennen, habe ich jetzt hier noch so einen schönen Strickabschluss gemacht. Das ist ein nachträglich dran gestrickter I-Cord-Rand. Also ich habe Häkeln und Stricken hier in diesem Projekt vereint. Finde ich, macht einfach nochmal einen sehr schönen Finish. Und dafür benötigt ihr einfach 2 Stricknadeln von einem Nadelspiel. Ich habe hier 3 mm Nadeln verwendet. Und ich würde mich übrigens riesig, riesig freuen, wenn ihr, falls ihr das nachmachen wollt, über meine Links bestellt. Ich habe euch nämlich alle Materialien unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr über meine Links bestellt, bekomme ich nämlich immer so eine ganz kleine Provision. Und das hilft mir natürlich immer sehr, solche Videos für euch zu machen. Vielen Dank an dieser Stelle. Damit ihr versteht, wie ihr dieses Top häkeln könnt, müsst ihr erstmal den Aufbau verstehen. Und das ist nämlich ganz einfach. Ich habe das nämlich einfach wie so einen Streifen gehäkelt. Und ich zeige euch jetzt mal hier, das blende ich euch mal ein. Das ist nämlich einfach hier aus diesem Mesh-Muster, das ich euch gleich noch genauer zeige, wie man das häkelt, gemacht. Und in der Mitte habe ich dann eben einfach eine Öffnung eingebaut, den ich dann als Kragen verwende und habe dann da einfach durch ein paar Abnahmen das so geformt. Aber dazu dann gleich nochmal mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das Muster hier richtig häkelt. Und damit ihr das richtig versteht, habe ich hier euch eine wunderschöne Skizze aufgemalt. Nämlich zeige ich euch hier einmal das Häkelmuster. Wir haben nämlich in diesem Muster, das ist relativ einfach, nur Luftmaschen. Das sind diese Dinger hier und Stäbchen, also einfache Stäbchen. Die habe ich hier so gemalt. Und wir starten mit unserem Anschlag. Und bei dem Anschlag machen wir natürlich einfach nur eine Luftmaschenkette. Und wichtig bei dieser Luftmaschenkette ist, dass sie durch 2 teilbar ist. Also ihr müsst dann einfach mal schauen, wie breit die bei euch werden soll. Am besten messt ihr euch einfach mal von Schulter zu Schulter. Also wenn ihr jetzt vor dem Spiegel steht, von eurer Schulter hier bis zur Schulter da oder so breit, wie das Top eben werden soll, mal ab, wie breit das werden soll und genau so breit macht ihr dann eure Luftmaschenkette. Könnt ihr dann natürlich auch mal dran halten. Okay, und ich zeige euch natürlich auch einmal kurz, wie eine Luftmaschenkette geht. Ihr macht euch erstmal hier so eine Schlaufe. Am besten hier den Faden auch immer noch so ein bisschen länger lassen, dass man den dann später noch schön vernähen kann. Und wenn ihr dann so eine Schlaufe habt, dann fahrt ihr einfach mit der Häkelnadel hier rein und dann holt ihr euch immer den Faden. Also einfach hier den Faden von hinten nach vorne um die Häkelnadel sozusagen führen und dann einmal durchziehen. Und ich empfehle euch, macht das relativ locker. Also zieht das nicht super fest. Das wird nämlich sonst später richtig schwer durchzukommen. Und das macht ihr jetzt, wie gesagt, so oft, bis ihr halt eure gewünschte Breite erreicht habt. Und wichtig ist, dass die Zahl durch 2 teilbar ist. Ich mache jetzt hier mal nur so ein kleines Stück, um das euch zu zeigen. Jetzt muss ich mal kurz sehen, wie viele ich habe. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Da brauchen wir noch eine 10, damit das durch 2 teilbar ist. Und jetzt seht ihr schon, haben wir hier unseren Anschlag gemacht. Also heißt, wir haben jetzt einfach hier die Luftmaschenkette gemacht. Und damit wir jetzt hier in der ersten Reihe Höhe aufbauen können, brauchen wir erstmal 3 Luftmaschen für die Höhe. Und also das ersetzt dann sozusagen das erste Stäbchen. Das machen wir jetzt mal. Also 1, 2, 3. Und anschließend brauchen wir dann gleich eine Luftmasche für das Muster. Die sitzt dann sozusagen hier über der ersten Luftmasche. Heißt, wir machen nochmal eine Luftmasche. Es sind dann insgesamt hier 4 Stück. Und dann wollen wir jetzt hier unser erstes Stäbchen machen. Und jetzt seht ihr schon, wir müssen dafür eine Luftmasche der Vorreihe freilassen. Also bedeutet, wenn wir das jetzt insgesamt zählen, sind das 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, die wir freilassen. Und in die 6. Luftmasche machen wir dann unser erstes Stäbchen. Also ich habe das jetzt schon mal gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, in die 6. kommt mein erstes Stäbchen. Und ein Stäbchen macht man so, dass man sich den Faden einmal um dieser Nadel legt, also von vorne nach hinten. Und dann fährt man hier mit der Häkelnadel durch die gewünschte Masche durch. Dann holen wir uns den Faden und ziehen den einmal hier durch. Dann haben wir jetzt 3 solche Umschläge auf der Nadel. Dann holen wir uns den Faden nochmal durch die ersten beiden. Und dann holen wir uns den Faden nochmal und ziehen ihn durch die zweiten. Und somit haben wir jetzt hier das erste Mal das Muster gemacht. Das sieht jetzt am Anfang natürlich noch ein bisschen komisch aus, wird aber gleich sehr viel besser erkenntlich. So, jetzt haben wir das hier gemacht. Heißt, jetzt wollen wir als nächstes eine Luftmasche machen. Also einfach wieder Faden holen, durchziehen und somit haben wir eine Luftmasche. Dann lassen wir wieder eine Luftmasche von der Vorreihe frei, weil da ist ja die Luftmasche drüber. Und dann machen wir hier wieder ein Stäbchen in die nächste. Heißt, wir machen wieder so einen Umschlag um die Nadel, lassen eine Luftmasche hier frei, stechen dann mit dem Umschlag durch die nächste hier durch, holen uns den Faden, dann haben wir 2. Dann haben wir 3 Umschläge hier auf der Nadel, holen den Faden wieder durch die ersten beiden. Dann haben wir noch 2 übrig, holen uns den Faden nochmal durch die anderen beiden. So, und jetzt kennt ihr schon so ein kleines bisschen unser Muster, das wir hier versuchen zu machen. Und so geht es jetzt immer weiter. Also eine Luftmasche hier freilassen, dann wieder ein Stäbchen. Und dann kommt wieder eine Luftmasche, wieder hier eine freilassen und wieder ein Stäbchen. Und dann wieder eine Luftmasche, von drunter eine freilassen. Und dann haben wir wieder ein Stäbchen. Und das macht ihr natürlich so oft, wie das eben geht in eurer Reihe. In meiner habe ich das jetzt einfach nur kurz gemacht, damit ich euch das wirklich schön zeigen kann. Und ich finde, dass man das hier auch nochmal richtig gut erkennt. Deswegen habe ich euch diese wunderschöne Skizze erstellt. Ich hoffe, ihr mögt sie. Und hier können wir jetzt auch super sehen, also das haben wir jetzt alles gemacht. Und jetzt sind wir hier angekommen. Wir wollen jetzt natürlich in der 2. Reihe weitermachen. Und um wieder Höhe aufzubauen, müssen wir jetzt wieder das erste Stäbchen faken. Heißt, wir brauchen hierfür 3 Luftmaschen. Also wieder 1, 2, 3. Somit haben wir jetzt die Höhe aufgebaut. Und jetzt wollen wir hier für den Abstand wieder noch eine extra Luftmasche machen. Also eine extra, das ist die hier. Und dann lassen wir hier diese Luftmasche frei und machen dann das erste Stäbchen rein. Und wir häkeln immer von rechts nach links, deswegen drehen wir uns das einmal um, machen dann hier unser Stäbchen und stechen genau in das Stäbchen von der Vorrunde, machen dann hier das Stäbchen rein. Und jetzt könnt ihr das dann schon ganz gut erkennen. So, dann kommt wieder eine Luftmasche, dann wieder ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde, eine Luftmasche, ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde, Luftmasche, Stäbchen. Und hier müsst ihr am Schluss jetzt nochmal aufpassen, weil da hatten wir ja diesen Anschlag. Und hier müsst ihr jetzt auch nochmal darauf achten, dass ihr hier eine Luftmasche macht, eine Luftmasche hier freilasst und dann in die Luftmasche da rein häkelt, also in die danach. Und dann haben wir eben das Muster jetzt ganz gut sichtbar. Und in diesem Schema, wenn wir das ein bisschen auseinanderziehen, sehen wir das gut, geht es jetzt halt immer weiter. Also heißt, wir sind danach in der 3. Reihe und hier geht es dann wirklich auch einfacher,
Wir machen wieder 3 Luftmaschen, eine extra Luftmasche hier für den Abstand, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen und so weiter und so fort. Heißt, dann geht es immer weiter mit der zweiten Reihe, dritte Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, immer abwechselnd. Und das macht ihr einfach so weit, bis ihr bei eurem Ausschnitt angekommen seid. Und jetzt blende ich euch mal nochmal ein, wie ich das gemacht habe. Also ich habe jetzt hier von der rechten Seite einfach bis zur Mitte sozusagen, wo ich dann den Ausschnitt starten möchte, rüber gehäkelt. Und anschließend habe ich hier dann einfach aufgehört, also habe diese Reihe sozusagen kürzer gehäkelt nur und habe dann mit Abnahmen gearbeitet. Und ich zeige euch jetzt einmal noch ganz kurz, wie ich diese Abnahmen gemacht habe. Also im Prinzip ist das auch ganz einfach. Ich würde sagen, ich male euch das hier auch mal nochmal auf. Dann versteht man es, glaube ich, noch besser, als wenn ich das hier so mit dem kleinen Häkelteil hier zeige. Oder ich mache mal beides. Also wir sind jetzt ja hier wieder gerade fertig gewesen. Dann machen wir wieder 3 Luftmaschen. Und normalerweise würden wir jetzt hier nochmal eine extra Luftmasche machen, um diesen Abstand zu haben. Aber da wir jetzt ja wollen, dass sich das hier so rüberzieht, lassen wir diese Luftmasche weg. Also ich mache das mal nochmal neu, dass man es besser sieht. Das geht jetzt nämlich dann so schräg rüber. Also 1, 2, 3. Heißt, wir überspringen das hier einfach. Und dann kommt hier in die nächste festes Stäbchen wieder ganzes Stäbchen mache ich natürlich wieder ein ganzes Stäbchen. Und dann geht es wieder ganz normal weiter. Also wieder, wie wir es gewohnt sind. Und hier dann auch wieder ganz normal weiter. Und wir machen aber dann immer so weiter, dass wir hier immer diese Abnahmen einbauen. Und später auf der anderen Seite natürlich genauso. Also immer, dass wir hier eine Luftmasche weniger machen. Und das macht ihr einfach so lange, bis ihr eben hier genügend Abnahmen gemacht habt, bis ihr das geformt habt. Und dann könnt ihr einfach hier am Schluss noch ein bisschen gerade wieder hochhäkeln, ohne Abnahmen zu machen. Ich würde sagen, ich zeige es jetzt noch einmal ganz kurz hier beim Häkeln, damit ihr es gut erkennt. Also wir machen wieder, um Höhe aufzubauen, 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. Und normalerweise würden wir jetzt hier nochmal eine extra Luftmasche hier machen, dass wir eben diesen Abstand haben. Aber das machen wir eben nicht, sondern machen das dann direkt hier rein. Unser Stäbchen. Und dadurch seht ihr schon, zieht sich das jetzt hier nämlich so ein bisschen nach rüber. Danach könnt ihr ganz normal weiter häkeln. Aber dadurch haben wir dann eben diese Abnahmen und die kann man in die oder in diese Richtung machen. Genau. Und wenn ihr dann eben eure ganzen Abnahmen geformt habt, ich blende es euch nochmal ein, dann könnt ihr einfach, wenn ihr dann hier wieder angefangen habt auf der rechten Seite, in der Mitte so viele Luftmaschen wieder aufnehmen, bis ihr komplett wieder die gleiche Anzahl habt, die ihr haben wollt. Und dann könnt ihr wieder einfach ganz normal in Reihen weiter stricken. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen komplizierter vielleicht, wenn ihr noch nicht so gut im Häkeln seid, aber probiert es einfach aus. Es ist so viel einfacher, als man denkt. Und ich kriege das ganz oft mit, dass ich immer Fragen von euch bekomme, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Und wenn ihr es einfach ausprobiert, dann lernt ihr so viel und versteht das dann meistens auch von alleine. Und das Schöne ist, wenn was schief geht, man kann es ja einfach super leicht wieder aufmachen, 1, 2 Reihen und dann wieder anfangen. Vor allem beim Häkeln ist es ja sehr viel einfacher. Und wie gesagt, ich habe jetzt dann hier am Ende einfach die Teile aufeinander gelegt und dann hier die Seiten geschlossen, also einmal hier und einmal hier. Da könnt ihr einfach schauen, wie tief ihr eure Armausschnitte später haben wollt. Und als besonderen Abschluss habe ich hier dann noch einen I-Cord-Rand drum gestrickt. Der fehlt jetzt nur noch hier unten und den mache ich jetzt mal eben dran. Verlinke ich euch hier mal ein Video, wie das ganz, ganz, ganz einfach geht. Geht nämlich auch sehr viel einfacher, als man denkt. Ich glaube, vor I-Cord-Rand hat man auch immer total Angst. Muss man aber gar nicht, weil es sehr viel leichter ist. Und kleiner Tipp noch, wenn ihr den I-Cord-Rand dran strickt, dreht das Ganze auf links, weil der I-Cord-Rand legt sich immer nach innen. Also heißt, ihr strickt das auf der falschen Seite, also hier dran. Und dann ist der nämlich später hier draußen richtig schön. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass euch die Kurzanleitung gefallen hat. Wie gesagt, das ist jetzt nicht wie eine Anleitung, die ihr normalerweise von mir gewohnt seid. Aber ich habe natürlich auch nicht immer Zeit, alles mitzufilmen. Und es ist auch mal schön, so ein Projekt für sich selbst zu haben. Und deshalb dachte ich mir, so eine kleine Kurzanleitung ist vielleicht ja auch was. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas künftig auch interessiert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ansonsten seid bitte nicht zu streng mit mir, wenn euch das nicht gefällt. Dann findet ihr natürlich wie immer weiterhin ganz viele ausführliche Anleitungen auch auf meinem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal mein wunderschönes Ergebnis.